Ja, Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Game Devlog von meinem eigenen Spiel, The Kyushu Revival. Warum der Name? Das kommt irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt, aber die sich mit Japan oder mit den alten Fahrzeugen beschäftigen, die wissen wahrscheinlich, was Kyushu bedeutet. Aber ja, okay. Schon mal vorab, die Map ist nicht von mir, das ist nur eine Beispielmap, damit ich nicht immer auf einer grauen Grid-Map rumprobiere, habe ich gedacht, ich lad mal eine fremde Map runter. Und ja, genau. Ich wollte euch einfach mal mein erstes Fahrzeug zeigen, was jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt fast zu 90% voll implementiert ist. Es hat alle Features, die das echte Fahrzeug auch hat. Und zwar seht ihr schon hier Honda Moto Compo, aber die Textur und 3D-Modell vom Body ist noch nicht final. Da wird auf jeden Fall noch fein getweakt, sobald ich zufrieden bin mit dem ganzen anderen Konzept vom Fahrzeug. Ja, im Spiel heißt es Compacto. Das UI und HUD ist alles noch sehr, sehr, sehr raw. Also eigentlich habe ich noch gar nichts großartig gemacht, außer ein bisschen Schraubenmechanik. Und das erste Fahrzeug, weil ich wollte jetzt kein Fahrzeug nehmen, wo man direkt komplett von oben bis unten alles verschraubt, sondern ich wollte erstmal ein Fahrzeug nehmen, was klein und wendig ist und womit ich dann halt später die Spielwelt so ein bisschen erkunden kann. Okay, ja. Honda Motor Compo. Viele kennen es vielleicht wahrscheinlich, das ist in einem Honda City damals drin gewesen, da konnte man dazu bestellen als Stadtfahrzeug. Ist ein 50 Kubik Motor drin und sollte eigentlich nur dazu dienen, dass man das Ding in den Kofferraum macht und dann da irgendwo parkt und dann dorthin fährt mit dem Roller, wo man hinfahren wollte in der Stadt, wo halt wenig Parkmöglichkeiten sind. Genau. Ja, ihr seht schon, das Ding ist eingeklappt. Das heißt, wir müssen das Ding erstmal fahrbereit machen. Dazu müssen wir erstmal den Deckel hier aufmachen. Dann müssen wir hier die Griffe ausfahren. Und dann sehen wir schon, der Benzinhahn ist zu. Es gibt hier unten die Reserve, aus und an. Wir machen mal an, ansonsten geht hier gar nichts. Also, ich kann es euch mal demonstrieren. Wir können kicken, so viel wir wollen. Auch die Zündung anmachen. Geht nicht. Reserve würde gehen. Aber lasse ich jetzt erstmal und dann machen wir das mal so. Genau. Ja, wir sehen schon, Öllampe leuchtet. Warum? Weil wir zu wenig Öl haben. Und wenn wir zu wenig Öl haben, hat das den einen oder anderen Grund. So, setzen uns mal drauf. Kickstart, den Dings Stand lasse ich erstmal drauf. Tja, und warum geht's nicht? Genau. Weil wir den Sitz auch noch ausfahren müssen, weil das ist ein Kill-Switch beim Motor, Honda Motor Compo. Ich weiß nicht, warum ich gerade immer so komisch Honda aussprechen will. Aber jetzt sollte es gehen. Genau, jetzt sind wir im Drive-Mode. Jetzt können wir das Ding starten. Und das Ding sollte bei niedrigem Öl, okay, ich habe noch ein bisschen zu viel Öl drin wahrscheinlich, auf jeden Fall stark rauchen. Es raucht generell immer, aber jetzt sollte es eigentlich ein bisschen stärker rauchen. Aber wir helfen dem Ganzen jetzt mal, und zwar, indem wir den Kollegen befüllen. Soundeffekte und alles andere ist immer noch, also wirklich raw alles. Also ich muss wirklich noch sehr, sehr viel einstellen. Was ich im Gegensatz zu MySummerCar implementiert habe, unter anderem, ist, man kann normal scrollen. Aber wenn man, so, jetzt ist das Ding ausgegangen, weil entweder Sprit oder Öl leer gegangen ist. Man kann aber mit gedrückter Alt-Taste kann man in die andere Achse scrollen. Also ich fand, das war eigentlich eine coole Mechanik. Ja, den Sound muss ich noch austauschen. Das ist eine der einzigen Sounds, die ich vergessen hatte auszutauschen jetzt. Und warum wir jetzt hier ein bisschen rumbuggen, das muss ich auch noch herausfinden, wo da das Problem ist. So, das können wir erstmal zumachen. Öllampe ist jetzt ausgegangen. Das heißt, jetzt hier, okay, da muss ich den Deckel auch nochmal anpassen. Von der Animation. Ach, komm schon. So, wir befüllen einfach nur ein bisschen. Wie man sieht, die Tankanzeige steigt, die Nadel. Das sollte jetzt aber erstmal reichen zu Demonstrationszwecken. Okay, so. Das heißt, wir können jetzt das Ding nochmal neu starten. Machen wir den Deckel zu. Perfekt. Okay, gut. Ja, was ich auch noch cool fand, was ich gedacht habe, als lustige Idee, wenn man sich in die Hocke setzt oder ab und zu aufsteht, dass die Knochen einfach knacken. Fand ich eigentlich ein witziges Gimmick.
Habe ich so in keinem anderen Spiel gesehen, deswegen da habe ich gedacht, okay, das muss ich bei mir unbedingt haben. Okay. Jetzt können wir das Ding starten. Wir machen... Ah, jetzt komme ich an den Kickstand nicht dran. Okay. Manchmal geht's, manchmal nicht. Also man muss schon Glück haben, dass man auch richtig gut sitzt auf dem Ding. Dann können wir jetzt einmal losfahren. Motorsound, ja. Motorsound ist noch der von der Game Engine, sage ich mal. Da muss ich noch einen eigenen hinzufügen. So, jetzt frage ich mich, warum ich nicht lenken kann. Und das liegt daran, dass wir die Dinger hier ausgeklappt haben, aber wir haben die gar nicht festgedreht. Das heißt, ich habe das so programmiert, wenn ich den rechten Knopf nur einturn, man sieht das unten noch, das wird später alles ausgeblendet, weil es wird dann zwei Schwierigkeitsgrade geben, sage ich mal. Einmal Hardcore für die Profis, die halt wirklich keine Einblendung, keine Hilfestellungen haben wollen und welche, die überhaupt nichts wissen und dann auf den einfachen Modus wechseln können, wo dann halt unten alles eingeblendet wird. Ja, genau. Ich habe das so eingestellt, wenn ich jetzt den rechten Drehknopf nur einen Turn, also 10% festschraube, dann kann ich auch zu 10% nur nach rechts lenken und nach links gar nicht. Erst wenn ich hier dann jetzt, sagen wir mal, auf 5 drehe, also zu 50% festgedreht, können wir hier 50% lenken und da drüben immer nur noch 10%. Einfach, damit der Spieler auch wirklich die Dinger zudrehen muss. Genau. So, dann fahren wir mal. Das Ding hat nicht viel auf dem Kasten. Wie gesagt, 50 Kubik. Das Ding rennt nicht so viel, aber reicht auf jeden Fall. Und im hohen Drehzahlbereich verfärben sich die Abgase blau. Ja, das Poppen ist auf jeden Fall auch nicht von mir. Das muss ich alles noch einstellen. Genau, was ich noch machen muss, ist Wheelie. Das will ich irgendwann noch implementieren, dass man Wheelie machen kann und vielleicht ein Stoppie, aber weiß ich noch nicht, ob ich das mache, weil das wird auf jeden Fall viel Fehlerquellen hervorrufen. Genau. So, und wie wir das Ding jetzt ausmachen können, ist auf 2 Arten. Einmal über den auf 3 Arten. Entweder über den Kill-Switch am Sitz, wenn wir den Sitz einfahren, über den Benzinhahn oder ganz normal über den Schlüssel. Ich kann es euch einfach mal alles demonstrieren. So, das war jetzt der Schlüssel. So, und wenn das Ding warm ist, dann geht der der Kickstarter direkt beim ersten Mal an. So, das ist auch ein Kill-Switch. Und dann über den Benzinhahn. Genau, okay, gut. Ich denke, das war es erstmal fürs Erste. Also daran habe ich jetzt mit den anderen Konzepten, die ich vorher verworfen habe, sage ich mal, weil die einfach zu viel Code-Spaghetti waren, habe ich jetzt, glaube ich, lass mich nicht lügen, locker über 60, 70 Stunden schon verbracht. Das ist jetzt, glaube ich, der 3. Anlauf von dem Spiel. Und ich denke mal, das wird auch der bis jetzt, sage ich mal, beste Progress von mir sein. Genau. Ich denke, wir sehen uns dann im nächsten Devlog, wenn es soweit ist, dass ich das erste Fahrzeug oder was auch immer zum Zusammenschrauben implementiert habe. Das kommt irgendwann. Das wird auf jeden Fall seine Zeit dauern. Aber ja, früher oder später kommt das auf jeden Fall. So, Freunde, ich würde sagen, vielen Dank. Ihr könnt mir sehr gerne in den Kommentaren da lassen, was ihr davon denkt, wie ihr das findet, dass ich den Honda Moto Compo so detailliert wie möglich im Spiel umgesetzt habe. Es gibt natürlich noch 2, 3 kleine andere Sachen, die man eigentlich noch umsetzen hätte können. Aber ich dachte mir, das reicht schon vollkommen und ist schon sehr ausführlich. Es gibt sehr viele Fehlerquellen für den Spieler, der dann halt wahrscheinlich Probleme haben wird, das Ding überhaupt zum Laufen zu kriegen. Das ist halt so der Vibe von My Summer Car und My Winter Car, den ich so sehr liebe, dass man einfach wirklich ein bisschen umdenken muss. Man muss wirklich realistisch denken und das will ich hier in diesem Spiel auch umsetzen. Okay, Freunde, dann bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.